Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Tabletop-Gelände aus Plastik, Resin und MDF kennt sicherlich jeder von euch. Doch wie steht's mit Pappe? Der britische Hersteller Battle Systems begann vor einigen Jahren zunächst Sci-Fi-Gelände, dann einen Fantasy-Dungeon, danach postapokalyptisches Gelände, dann ein Sci-Fi-Tabletop-Spiel und schließlich ein ganzes Fantasy-Geländeset zu entwickeln. Alles zunächst über Kickstarter finanziert, um es dann regulär über den eigenen und natürlich auch andere Shops zu vertreiben. Von dem Fantasy Wargames Terrain habe ich mir nun einige Sachen schicken lassen, denn auf der Spiel 2019 hatte ich das Gelände live am Messestand gesehen und war wirklich angetan. Allerdings hatte ich davor auch schon einige kritische Stimmen gehört. Entsprechend neugierig war ich nun auf die fertigen Sets. Die Battle Systems Sets kommen in der Regel in DIN A4 großen Boxen daher, in der sich die einzelnen Pappbögen und Clipverbindungen befinden. Manchmal sind die Pappbögen aber auch nur in Folie eingeschweißt. Die stabilen Bögen sind stets beidseitig bedruckt und vorgestanzt, um die Teile direkt herausdrücken zu können. Hierzu ein Tipp: Drückt von der Seite, auf der sich leichte Mulden befinden und nicht von der glatten Seite. Ansonsten besteht durchaus die Gefahr, dass doch mal das Papier einreißt. Insgesamt lassen sich die Teile sehr gut lösen und man muss nur ganz selten mal mit dem Bastelmesser nachhelfen. Die Designs und Druckqualität finde ich überaus gelungen. Alles wirkt sehr realistisch und steckt voller Details, ohne dabei überladen zu sein. Fenster und Türen lassen sich öffnen, die Wandinnenseiten sehen deutlich anders aus als die Außenseiten. Hier und da lassen sich kleine Details auf Wunsch herausbrechen, um Verwitterung darzustellen. Und es gibt jede Menge Kleinteile wie Steine, Bretter, Fässer, Kisten, Zäune, Möbel und sogar Boote. Wer möchte, kann sich sogar ein Set mit extra Dächern und Zubehör im Winterlook zulegen. Ideal, wenn man das Gelände zum Beispiel für Frostgrave nutzen will. Alle Bögen sind nummeriert, die einzelnen Teile allerdings nicht. Außerdem ist der Zusammenbau etwas umständlich, denn es gibt keine gedruckten Anleitungen. Im YouTube-Kanal von Battle Systems ist aber zu jedem Gebäude ein Tutorial zu finden. Mein Tipp: Guckt euch das entsprechende Video vorher einmal an und dann beim Zusammenbau Schritt für Schritt mit Pausenfunktion. Habt ihr dann euer erstes Gebäude zusammengebaut und das grundsätzliche Prinzip verstanden, wie was zusammengesteckt wird, sind die weiteren Gebäude ein Kinderspiel. Dieses Lake House beispielsweise habe ich in knapp 15 Minuten zusammengebaut. Zuerst werden die 4 Wände ganz einfach mit L-Clips zusammengesteckt. Es folgen die Giebel, die auf 2 gegenüberliegenden Wänden aufgesteckt werden. Hierbei gebe ich aber noch etwas Leim auf die Kanten, um Wände und Giebel zu verbinden. Das muss man nicht machen, bringt aber aus meiner Sicht etwas mehr Stabilität. Auch auf die ausnahmsweise zweigeteilte Bodenplatte dieses Gebäudes gebe ich noch etwas Leim. Es folgt der Zusammenbau des Stegs vor dem Haus, wobei ich hier einen schneebedeckten Steg aus dem Extraset verwende. Warum? Seht ihr gleich. Danach stecke ich 3 T-Clips und einen Kreuzungsclip an, um den Boden anzubringen, und dann die Stelzen. Auch hier gebe ich etwas Leim auf die Kanten, um ein eventuelles Flattern der Stelzen von vornherein zu vermeiden. So fehlt nur noch das Dach. Und tatsächlich sind die Dächer die einzigen Teile, bei denen ich immer mal etwas Schwierigkeiten hatte. Nicht, weil die Dächer leicht gebogen werden müssen, sondern weil die Verbindungsschlitze ab und zu doch recht eng sind. Hier helfen nur entweder Geduld und Fingerspitzengefühl oder eine Zange oder Bastelmesser, um die Schlitze zu verbreitern. Aber dann, nach wie gesagt rund 15 Minuten, ist das Lake House mit Steg davor fertig. Ups, hier fehlt ja noch das passende Dach, sorry. Und hier der Vergleich zwischen denselben Gebäuden, einmal im normalen Design und einmal mit Schneedach und Schneesteg aus dem Extraset. Auch wenn ein paar Kritikpunkte nicht von der Hand zu weisen sind, gefällt mir persönlich das Fantasy-Gelände von Battle Systems sehr gut. Der Zusammenbau mit Videoanleitung ist etwas umständlich und an gewissen Stellen muss man beim Herausdrücken, Biegen oder Zusammenstecken durchaus aufpassen. Man könnte auch über die grauen Kanten meckern, aber ganz ehrlich, das fällt meiner Meinung nach nicht groß auf und wer will, kann die einfach mit Filzstiften übermalen. Ansonsten sieht man natürlich die Clips bzw. Steckverbindung und je nach Blickwinkel ist selbst ein massiver Balken einfach nur flach.
Aber sobald alles zusammengebaut ist und auf dem Spieltisch steht, sieht man all das nicht mehr. Dann habt ihr jede Menge stimmungsvoll gestaltetes Gelände, das ihr mit weiteren Fantasy-Sets oder sogar Ruinenoptionen individuell erweitern oder kombinieren könnt. Hinzu kommt der ziemlich unschlagbare Preis. Dieses Ruinenset liegt bei nur knapp 27 €, dieses verfallene Kloster bei 32 € und das riesige Dorf mit 6 unterschiedlich großen Gebäuden und tonnenweise Zubehör bei nur 80 €. Wer also günstig einen kompletten Fantasy-Spieltisch bestücken möchte, sollte das Fantasy-Gelände von Battle Systems durchaus auf dem Schirm haben. Klar, es ist kein MDF oder Plastik, aber dafür schon spielfertig bedruckt und relativ schnell zusammengebaut. Auch für Rollenspielrunden ist das Gelände in meinen Augen prima geeignet. Und selbst wenn ich persönlich lieber selber baue, bin ich echt begeistert, wie Battle Systems ihr eigenes Stecksystem über die Jahre immer wieder erweitert hat und was mittlerweile draus geworden ist. Übrigens verlinke ich euch oben noch ein weiteres Review zu dem Gelände, das Dennis bei Deist veröffentlicht hat. Und auch noch einen Spielbericht zu Core Space, dem Sci-Fi-Tabletop von Battle Systems. Viel Spaß beim Gucken und Shoppen und wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dann. Hi Michael, hier ist der Tobi. Wie welcher Tobi? Ja, der Bier- und Brezel-Tobi. Ich habe mir überlegt, ja, du hast so viel Zeugs zu Hause rumstehen. Und ich habe gerade dein Battle Systems Video geguckt und habe ich gedacht, boah, das braucht der Michael doch nicht auch noch. Und dann habe ich gedacht, das kann er mir doch einfach schicken. Nein, ich finde, das ist nicht unverschämt. Nein, ich finde auch nicht, dass ich ein Schmarotzer bin. Jetzt lass mich auch mal was sagen. Ich finde, du setzt dahin, machst da so ein paar so Basteltutorials und scheffelst da die Millionen und machst dir bequem auf Hawaii und wir Kleinen, wir müssen uns hier durchboxen und müssen gucken, wo wir langkommen. Und ich finde, da könntest du auch ruhig mal was machen, um eben auch mich zu unterstützen. Ich meine, die Kleinen zu unterstützen. Ich finde, das solltest du jetzt machen und überhaupt. Ich habe so wenig Zeug. Also wie soll ich denn Videos machen, wenn ich kein gescheites Gelände habe und wenn ich kaum Figuren habe? Irgendwoher müssen die ja kommen. Ich finde, es ist eine super Idee. Dann machen wir das so. Porto zahlst du